willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 8. und auch letzte Episode des Abenteuers Zusammenprall der Welten aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, dann schauen wir mal, was uns in der finalen Episode dieses Abenteuers alles erwartet. Zeus erschien unseren Sehern in einem Lichtblitz. Meine teuren Griechen, ich verfolge euren Krieg mit Atlantis schon geraume Zeit und bin der ungehobelten Atlantiden überdrüssig. Mein Bruder Poseidon ist auch zu groß für seine Puschen oder was immer er trägt. Es wird höchste Zeit, dass Poseidon und sein treuloses Volk zur Raison gebracht werden. Ich entwerfe einen Plan, mit dem ihr euch die Atlantiden endgültig vom Hals schaffen und sie ihre eigene bittere Medizin kosten lassen könnt. Wenn die Festung von Lixus zerstört ist, kann ein listenreicher Held nach Atlantis vorstoßen und meinen Plan ausführen. Ich muss noch ein klein wenig an den Einzelheiten feilen, melde mich aber umgehend wieder bei euch. Haltet euch noch eine Zeit lang hier in Mykene, dann wird der Sieg euer sein. Die Worte des Zeus sind wie ein Fanfarenstoß. Noch einmal müssen wir uns mit den Waffen in der Hand erheben und uns dem elenden atlantischen Widersacher stellen. Wir werden bereit sein. Wenn die Atlantiden angreifen, wird ihnen unser Kriegsgeschrei entgegenschallen, das ihnen das Blut gefriert. Und wir werden sie auf den Spitzen unserer Speere aus der Stadt geleiten. Und sollten unsere Verbündeten fallen, so werden wir nicht furchtsam verzagen, sondern unsere Anstrengungen, den Feind zu schlagen, verdoppeln. Erzürnte Götter und tückische Ungeheuer werden keine Chance gegen uns haben. Wir werden ihre Angriffe überstehen und sie mit Hilfe der Götter und Helden von Griechenland zurückschlagen. Die ganze Welt soll sehen, dass mit dem griechischen Volk nicht zu spaßen ist. Die 8. und finale Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Die Rache des Zeus, der Untergang von Atlantis. Ja, und final werden wir nochmal zu den Waffen greifen, um endgültig die Atlantiden zum Teufel zu jagen. Ja, und Zeus wird uns dabei helfen. Deswegen ist auch das einzige Ziel, seinen Quest entsprechend zu erfüllen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, was uns da jetzt noch alles in Mykene erwartet. Und wir kehren auch direkt zurück zu unserer Stadt. Ja, final werden wir auch nochmal in den Pausenmodus gehen und uns einen kleinen Überblick nochmal verschaffen. In der letzten Episode haben wir trotz der stetigen Angriffe von Poseidon die Hochburg des Zeus errichtet. Ja, und nun haben wir endlich den Göttervater auch als Schutzgott hier in unserer Stadt und nun kann uns auch Poseidon egal sein. Ansonsten hat sich nicht sehr viel getan. Wir haben hier unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen, die jetzt Pferde weiter brauchen. Waffen haben wir mehr als genug und auch Wein. Ja, die beiden Wohngebiete der Arbeiter sind voll entwickelt. Wir haben hier nochmal das Heiligtum des Hephaistos und des Hermes, unseren Stadtpalast, unsere ganzen Gießereien mit den Waffenschmieden und auch Bildhauerateliers. Ja, und wir haben hier das Heiligtum der Athene noch errichtet mit unseren Olivenhainen, ja, und natürlich auch noch ein paar Olivenpressen. Ja, und erst in der 8. Episode muss ich feststellen, dass der Zugang hier zu unserem Silbererz durch das Erdbeben, was wir in der 3. Episode hatten, verloren gegangen ist. Also hier kommt kein Mitarbeiter aus den Münzereien mehr zu dieser Ressource. Was mich allerdings total verwirrt ist, dass die Münzereien weiterhin arbeiten und die haben auch noch etwas Silber hier entsprechend in den Münzereien. Also wir werden nachher hier das Gewerbe für die Münzereien auch dann entsprechend schließen. Ja, und die Arbeitskräfte können wir noch irgendwo anders entsprechend unterbringen. Zum Beispiel hier unsere Triremen entsprechend bemannen. Gut, den Pausenmodus können wir aufheben. Wir schauen noch mal kurz auf die Weltkarte. Ja, in der letzten Episode haben wir leider beide Kolonien verloren. Knossos ist komplett vom Angesicht der Welt verschwunden und Salamis wurde vom Zyklopen angegriffen. Leider haben wir es nicht rechtzeitig geschafft, Odysseus
zu Salamis zu schicken. Deswegen haben wir jetzt hier nur noch das Zeichen einer Ruine. Ja, ansonsten haben wir unseren Vasallen Sparta, der uns mit 6 Holzbrettern jährlich seinen Tribut zahlt. Ja, und wie gesagt, kauft Bronze und Oliven, verkauft uns Fleisch und Holz. Athen ist unser Vasall, wir kriegen 8 Marmorplatten jährlich als Tribut, kauft Rüstung und Skulpturen, verkauft Marmor und Oliven. Der Berg Pelion kauft Käse und Wein. Ja, und wir hatten auch noch den Berg Aulip, der ist allerdings von den Atlantiden ausgelöscht worden. Unser Verbündeter Kyme kauft Holz und Olivenöl, verkauft uns Fisch und Bronze. Themiskria als unser Verbündeter kauft Wolle, verkauft uns Marmor und Wein. Sidon ist unser Verbündeter, kauft Oliven und Olivenöl, verkauft uns Weizen und Wolle. Tyre ist unser Verbündeter, kauft Skulpturen und Wein, verkauft uns Fleisch und Holz. Memphis ist unser Verbündeter, kauft Trauben, Wolle und Rüstungen. Saqqara ist unser Rivale, braucht Trauben und Olivenöl und produziert Marmor. Theben ist unser Verbündeter, kauft Skulpturen und verkauft uns Weizen und Olivenöl. Dann haben wir hier noch auf Sizilien unseren Rivalen Syrakuse, wo wir immer noch nicht wissen, mit was sie handeln. Karthago ist unser Rivale, braucht Bronze und Rüstungen, produziert Fisch und Wolle. Ja, und Atlantis als entfernter Ort. Da können wir auch nichts zu sagen. Ja, wir könnten noch, wenn wir wollten, Saqqara und Karthago angreifen und uns diese auch noch entsprechend holen als Vasallen. Ich würde jetzt tatsächlich unsere Triremen bemannen. Ja, ich weiß, und würde direkt Karthago angreifen. Wir nehmen unsere Triremen mit und wir nehmen 4 Kompanien Berittene mit. Athen kann uns helfen, schicken wir los und dann sollte Karthago unser sein. Ja, schauen wir nochmal, was wir alles noch verkaufen können. Bei Tyre können wir Skulpturen und Wein verkaufen, das tun wir auch. Bei Theben könnten wir noch Skulpturen verkaufen, aber so viel produzieren wir nun auch nicht. Themiskria kauft die Wolle. Ja, und Sidon kauft das Olivenöl. So, Athen kauft Skulpturen und Rüstungen. Ja, und der Berg Pelion kauft unseren Wein. Ja, Memphis würde allerdings auch noch Rüstung kaufen und wir haben Rüstung mehr als genug. Allerdings weiß ich nicht, wo ich noch ein Pier aufbauen kann. Wir schauen mal. Memphis. Na, hier passt es nicht. Hier passt es noch. Ja. So, wir könnten es allerdings auch hier noch hinbauen. Tun wir doch. So. So, dann verkaufen wir auch noch Rüstungen. Ja, das Lohnniveau können wir mal auf sehr hoch stellen. Ja, und dann können wir jetzt auch das Gewerbe für Silber ausschalten. Und dann haben wir nämlich genug Arbeiter, obwohl unsere Triremen alle bemannt sind. Ja, und wir haben nicht nur jede Menge Denkmäler, wir haben auch die große Statue des Dionysos. Wir hatten ja ein Quest für ihn entsprechend gelöst. Ja, wir könnten die Statue hier beim Heiligtum des Zeus errichten. Wir können es aber auch hier errichten. Die Türme brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann verschönern wir einfach hier diesen Eingang. So, Poseidon straft Sparta. Ich, Drakos von Sparta, habe etwas Schreckliches getan, Dominus. Ich habe Poseidon, den Herrn der Meere, verärgert. Und jetzt hat er eine große Flutwelle über meine Stadt geschickt. Die reißenden Wasser haben die meisten Gebäude meiner Stadt fortgerissen und es wird eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben. Ich werde mit ihnen keinen Handel treiben können, während ich versuche, Sparta wieder aufzubauen. Und das ist natürlich doof.
Aber ich hoffe, dass Sparta bald wieder mit uns entsprechend handeln kann. So, bauen wir so. Dann führen wir den Weg hier so rum. Ja, hier haben wir immer das Feld frei für unsere Heldenhalle. Wir werden bestimmt einen Held rufen müssen, um den Quest für Zeus zu lösen. Ja, und wir haben Karthago erobert. Sehr schön. Wir können noch das Pier von Karthago bauen, weil Karthago nämlich auch noch Rüstungen kauft. Und wir kriegen 6 Stränge Wolle jährlich als Tribut. So, und ich denke, hier passt auch noch ein Pier hin. Jawohl, sehr schön. So, und dann verkaufen wir hier auch noch Rüstungen. Dank Hephaistos, der unsere Waffenschmieden segnet, haben wir jede Menge Rüstungen. So, und das Heiligtum selber von Zeus können wir auch noch mal mit ein paar Denkmälern verschönern. So, hier kann ein Denkmal hin. Oh, hier passt leider nur hier ein Denkmal hin. Ah, dann bauen wir es so, ne? Ja, okay. Oh, Syrakuse erobert Sparta. Oh. Das ist nicht nett. Gut, wir handeln zwar jetzt nicht mit Sparta, aber vielleicht sollten wir unseren Vasallen zurückerobern. Schauen wir mal. Hektor, mein Liebster, mach mit dieser Stadt, was du willst. Ja, wir haben als erstes, dass Thera eine Invasion startet auf unsere Stadt in 4 Monaten. Und Hektor ist von Aphrodite losgehetzt worden. Hektor, mein Lieber, mach mit dieser Stadt, was du willst. Ich bin höchst unzufrieden mit ihr und bitte dich, sie in ihre Schranken zu weisen. Mit deiner Hilfe, Hektor, werde ich es dieser Stadt zeigen, um die Pläne der Götter zu durchkreuzen. Okay, gut. Und die siegreichen Krieger kehren zurück. Okay, wir haben die Heldenhalle jetzt hier für Achill. Natürlich bauen wir sie hier auf. Und dann gucken wir mal, was wir brauchen. Gar nichts. Wir haben alles da. Das ist sehr gut. Wir müssen nur einen Augenblick warten, bis hier die Heldenhalle freigeschaltet wird. So, jetzt können wir Achill rufen. Wunderbar. Ja, Hektor hält sich hier auf. Das ist sehr nett. Aber mal gucken, was er noch alles anrichtet. Und Kyme schenkt uns Fisch. 12 Körbe Fisch nehmen wir an. Vielen Dank. Oh, jetzt ist Hektor schon in unserer Stadt. Das ist schlecht. Massakriert hier gerade unsere Schäfer. Oh nein! Das Heiligtum des Hermes ist zerstört bzw. beschädigt. Schnell eine Kunsthandwerkergilde aufbauen hier. Ja, und Aphrodite straft nicht nur uns, sondern auch Themiskria. Auch mit Themiskria können wir momentan keinen Handel betreiben. So, Achill, du kannst jetzt wirklich bald kommen. Aber Marmor und Holz haben wir mehr als genug. Ja, das weiß ich. Ja, Hektor wütet hier in unserer Stadt. Ihr Versuch, den furchterregenden Achill herbeizurufen, ist von Erfolg gekrönt.
Sehr schön. Achill ist da und Terra beginnt in einem Monat die Invasion. Ja, da werden wir uns erstmal freikaufen. Unsere Tririmen sind alle entsprechend hier repariert. Dann könnt ihr alle nach Hause. So, Arbeitsmarkt mal wieder regulieren. So, da kommt schon Achill auf dem Weg zu seiner Heldenhalle. Ja, und das Heiligtum für Hermes ist auch bald wieder aufgebaut. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, Terra beginnt die Invasion. Hephaistos will uns helfen und entsprechend Talos rufen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir die Stadt kämpfend verteidigen? Ja, komm, das tun wir jetzt, oder? Ja, und Terra erobert Themyscira. Oh, wie doof. Und Themyscira respektiert uns. Ja, das ist ja nett. Und Saqqara respektiert uns auch. Theben liebt uns. Tyre liebt uns. Alle lieben uns. So, wo greifen sie überhaupt an? Ah, sie kommen mit Schiffen. Okay. Wir bemannen wieder unsere Tririmen. Oh, sie beginnen schon eine Invasion. Da sind sie schon gelandet. Aha, hier sind sie gelandet. Okay, da ist auch schon Athene. Sidon schenkt Wolle. Ja, wir nehmen mal das an, was wir annehmen können. Ja, sie müssen hier hin. Da sehen wir schon. Und Talos ist auf dem Weg. Auch gut. Und unser Göttervater, erscheint er auch. Ja, wir kriegen unsere Tribute. Wir können ja nicht alles annehmen. So, wir rufen mal hier unsere Soldaten. Die kommen jetzt mal alle hier hin. Weil hier müssen sie durch. Das ist der einzige Weg, um in unsere Stadt zu kommen. Ja, und ihr seht euch an, hier Athene und Talos. Ja, was für ein Kampf hier. Ja, und der Zyklop greift an. Oh, du lieber Gott, wo ist der denn jetzt? Okay, für den Zyklopen brauchen wir die Heldenhalle, und zwar von Odysseus. Ja, die Heldenhalle von Odysseus kommt jetzt mal hier hin. Was brauchen wir? Wein, okay. Wein verkaufen wir jetzt mal nicht. Hier auch nicht. Und da müssen wir Wein eigentlich genug haben. Ah, haben wir. Wunderbar. Augenblick warten. So, Odysseus kann gerufen werden. Wunderbar. So, wie sieht es hier aus? Hier wird weiterhin gekämpft. Wir haben die Invasionsstreitkräfte vernichtend geschlagen. Wunderbar, aber das war auch wirklich eine Riesenarmee, die uns hier angegriffen hat. Aber dank Athene und Talos haben wir es geschafft. So, dann könnt ihr zurück.
habt einen guten Job getan. So, wir hatten hier das Bier von Sidon gehabt. So, und hier verkaufen wir Olivenöl. Ja, und den Weizen müssen wir natürlich auch einkaufen wieder, ne? So, und alle können hier zurück, nämlich hier hin. Wunderbar. Ja, der Zyklop macht sich auf den Weg. Oh. Okay, Odysseus müsste ja bald kommen, hoffentlich. Oh. Wie anstrengend. Haben wir eigentlich Hektor erledigt? Im Kampfgetümmel habe ich das gar nicht mitbekommen. Die Triremen können wir wieder entmannen. Nein, das ist nicht richtig. Wir schicken die Mannschaft wieder zurück. Arbeitsmarkt. Ja, wir müssen jetzt erstmal entsprechend neue Bürger in unserer Stadt haben. Odysseus, König von Ithaka, ist hier. Wunderbar. Syrakuse beginnt eine Invasion. Ja, da kaufen wir uns aber jetzt mal frei. Odysseus ist da, der kann sich direkt um diesen Zyklopen kümmern. Ja, nur der Vollständigkeit halber hat Achill Hektor erschlagen. Das ist tatsächlich im Kampf gegen Thera verloren gegangen. Ja, und ich hoffe, dass jetzt auch Odysseus bald da ist, um sich um den Zyklopen zu kümmern. Ja, das Bier von Themiskria brauchen wir nicht mehr. Können wir abreißen. So, dann bauen wir das hier ein bisschen um. Ja, leider haben wir eine Rückentwicklung. Das hängt mit dem Kulturangebot zusammen. Aufgrund der fehlenden Arbeiter, aber ich glaube, das normalisiert sich jetzt bald wieder hier. So, mittlerweile hat Odysseus auch endlich geschafft und trifft auf den Zyklopen. Zyklop ist erschlagen. Und in einem Monat wird Syrakuse uns angreifen. So, was ist jetzt hier? Wir schauen mal eben. Also, Philosophen haben sie nicht. Okay. Dann bauen wir noch eine Philosophenschule auf, nämlich hier. Ja, und dieses Warenlager braucht jetzt nicht 32 Rüstungen zu holen, da reichen 12. So, und die Warenlager hier, was ist mit dem Warenlager? Skulpturen werden hier angenommen, hier werden auch Skulpturen angenommen. Das Warenlager brauchen wir nicht mehr. Ja, Syrakuse beginnt die Invasion mit 20.625 Drachmen, können wir uns freikaufen. Ja, das tun wir. Schaut euch unsere Stadtkasse an. Das ist wirklich jetzt nicht nötig, dass wir hier großartig kämpfen. So, das Warenlager kann weg. Okay. So, warum seid ihr noch hier auf den Triremen? Okay. Jetzt müsste der Arbeitsmarkt aber wieder gut aussehen, oder? Ja, dann können wir schon wieder auf hoch gehen, was das Lohnniveau betrifft. So, Lebensmittelversorgung müsste eigentlich in Ordnung sein. Ja, genug für alle, das ist gut. Ja, und mittlerweile haben wir schon 2 Helden hier in unserer Stadt. Sehr schön. Theben schenkt Olivenöl, 12 Krüge nehmen wir an. Vielen Dank. Die Kunsthandwerkergilde kann jetzt wieder weg. Unser Heiligtum für Hermes ist wiederhergestellt. Dieses Wohngebiet ist auch wiederhergestellt. Ja, und weitere Bürger wandern in unsere Stadt ein. Das sieht alles ganz gut aus nach diesen doch
sehr aufregenden Zeiten mit diesen Ungeheuern und dem Kampf gegen Terra. Ja, im Moment passiert nicht viel in unserer Stadt hier. Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem Feind. Sagte ich, und da greift auch schon Poseidon an. Aber wir haben jetzt Zeus in unserer Stadt. Da ist er schon und kümmert sich jetzt um seinen Bruder. Da geht schon los. Zack. Kriegt er schon ein paar Blitze ab. Ui, ui. Oh, zerstört aber fleißig. Zeus schlägt Poseidon in die Flucht. Oh. Ja, endlich konnte jemand mal Poseidon hier in die Schranken weisen. Wir bauen noch schnell die Fischerhäfen wieder auf. So, ich hatte ja den Weinverkauf gestoppt, weil wir Odysseus rufen wollten. Den können wir natürlich jetzt wieder starten. Ja, in der Zwischenzeit verschönern wir hier mal unsere Stadt wieder. Hier kann eine Prachtstraße hin. Das finde ich gar nicht so schlecht. Hier auch. Ja, wir schauen nochmal nach unseren Herden. So, Schafe. Na, da brauchen wir keine zu platzieren. Und bei unseren Ziegen, wie sieht es da aus? Auch nicht. Okay. So, Arbeitsmarkt. Oh ja, da könnten wir mal wieder auf Normal gehen. Ja, das ist gut. Das kann so bleiben. So, auch hier muss noch mal ein bisschen verschönert werden. Durch den Kampf sind ja unsere Verschönerungen an dem Heiligtum der Athene zerstört worden. Das geht natürlich nicht. So, und hier könnten auch noch ein paar Denkmäler hin. Ja, und Syrakusa wird uns nochmal in 4 Monaten angreifen. Okay, aber diesmal würde ich, glaube ich, mal wieder kämpfen. Auf jeden Fall werden wir mal dann ein Safe Game machen und mal schauen, wo sie angreifen. Und schon mal unsere Triremen hinschicken. Ja, und wir haben ja Athene. Wir könnten Talos nochmal rufen. Ja, und wir haben auch weiterhin jede Menge Reiterkompanien. Und wir haben 2 Helden. Das darf man auch nicht vergessen. Okay, dann kämpfen wir nochmal. Sie wollten einen Kraken, jetzt haben Sie einen. Natürlich, der Kraken von Poseidon aufgehetzt. Okay, gut, da ist er schon. Und Atlas greift an. Auch mal was Neues. Okay, aber wir haben, wie gesagt, Athene und Zeus in unserer Stadt. Das sollte nicht das Problem sein. Wir brauchen wieder eine Heldenhalle für Perseus. Ja, unsere Triremen werden jetzt zerstört hier. Wie traurig. Ja, dann bauen wir die Heldenhalle doch dann hier direkt neben Odysseus seine auf. So, was brauchen wir für Perseus? 6 Skulpturen. Okay, dann Skulpturen sofort hamstern. Ja, wir haben es gerade eben schon gelesen. Zeus schlägt Atlas. Ja, mit dem Kraken in unserer Stadt werde ich jetzt natürlich mich doch dann eher freikaufen. Da möchte ich meine Triremen jetzt nicht losschicken. Ja, in einem Monat ist es soweit. Aber unsere Stadtkasse ist mehr als gut gefüllt. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Wir brauchen jetzt erstmal hier Skulpturen. 6 Stück. Oh, wir kriegen von Tyre Holz geschenkt. Vielen Dank.
Und Kyme liebt uns, wie schön. Ja, der Kraken hält sich hier in diesem Bereich auf. Ja, wir können uns mit 21.125 Drachmen freikaufen, das tun wir. Schöne Geld schon wieder weg, aber mit dem Kraken in unserer Stadt habe ich jetzt keine Lust zu. Oh, jetzt hat der Kraken auch noch unseren Trirem-Hafen zerstört. Oh nein, jetzt macht er sich auf den Weg zu den anderen Triremen. Oh nein. Und jetzt beginnt Terra wieder eine Invasion in 6 Monaten. Ach nein, das ist aber jetzt echt doof hier. Ja, 3 Skulpturen haben wir jetzt mittlerweile. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, bis unsere Skulpturen alle für Perseus zur Verfügung stehen. In der Zeit werden auch unsere Handelsschiffe entsprechend zerstört. Und auch unsere Piere. Oh, Mann! Sie haben mich zu Ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu Ihrem. Naja, Poseidon, also du interessierst mich eigentlich nicht mehr so richtig, dank Zeus, da ist er wieder. Und wieder hat Zeus ihn in die Flucht geschlagen. Sehr gut. So, wir kriegen Fisch geschenkt von Kyme. Sehr schön. Und Sidon liebt uns. Ja, Jahresanfang. Wir kriegen nochmal etwas Tribut, aber nicht mehr viel. Mein liebes sterbliches Wesen, ich habe einen Quest für Sie. Na Gott sei Dank. Also, Terra beginnt eine Invasion in einem Monat. Und wir haben den Quest verkündet bekommen von Zeus, die Waffe abfeuern. Sterbliches Wesen, eine große Aufgabe wartet. Ein wahrlich schwerer Quest. Die Zeit ist reif, um die schrecklichen Atlanten zu besiegen. Odysseus muss gefunden und nach Atlantis geschickt werden. Wenn er dort angekommen ist, werde ich ihm sagen, was er tun soll. Ja, wir müssen Odysseus auf den Quest schicken. Bevor wir das aber tun, möchte ich meine Stadt noch von dem Kraken befreien. Auf jeden Fall. So viel Zeit muss sein. Ja, und Terra, da werden wir uns jetzt freikaufen. Das wird das letzte Mal sein, dass ich mich wahrscheinlich freikaufen muss. Aber der Kraken muss weg. Er zerstört gerade wieder hier unser Handelsschiff. So, wir brauchen aber nur noch eine Skulptur. Dann haben wir es geschafft. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, Terra beginnt nochmal eine Invasion. Wir müssen uns mit 31.250 Drachmen freikaufen. Wir haben aber auch wieder Talos, der uns hilft. Ja, und wir haben Athene und wir haben jede Menge Soldaten. Wir kämpfen nochmal. Wir gucken, wo sie angreifen.
Ah ja, wieder hier. Dann ja, werde ich mal wieder unser Militär hier entsprechend platzieren. Da kommen sie. Na, diesmal werden sie mich woanders angreifen wohl. Müssen wir mal schauen, wo sie uns angreifen. Okay. Wo wollen sie hin? Oh, in 4 Monaten wird Syrakusa uns angreifen. Ja, ist mal richtig was los hier. Oh nee, ich glaube, das ist nicht gut. Wo landen die denn gleich? So, Terra beginnt eine Invasion. Wo sind sie denn nur? Ich sehe überhaupt nichts. Ach, da. Okay. Nee. Da habe ich jetzt, glaube ich, keine Lust mehr zu. So, wir haben das nochmal gestartet und nun kaufen wir uns mit 31.250 Drachmen frei. Das tue ich mir jetzt nicht an, weil nämlich auch gleich hier unsere 6. Skulptur fertig ist und wir dann endlich Perseus rufen können. Oh, und in 4 Monaten beginnt Syrakusa wieder eine Invasion. Oh Mann. Ja, in der Zeit zerstört jetzt der Krag mittlerweile auch hier unsere Fischerhäfen, die wir wieder aufbauen müssen. Ja, in einem Monat wird uns Syrakusa angreifen. Auch da werden wir uns nochmal freikaufen. Eine Skulptur brauchen wir noch. Unsere Bildhauerateliers arbeiten so gut sie können. Was brauchen wir denn noch hier an Zeit? No, 96%, das ist gut. Da ist sie, Gott sei Dank. So, Perseus. Warum habe ich jetzt nur 5? Verstehe ich nicht. Achso, hier muss der Verkauf natürlich gestoppt werden. Dann haben wir die 6. Wir rufen Perseus, wunderbar. Skulpturen können wieder verkauft werden. So, und hier bauen wir natürlich jetzt wieder alles auf. Bald kommt Perseus und wird sich um diesen Kraken kümmern hier. So, wieder können wir jede Menge Geld bezahlen, um die Invasoren zu bestechen. 20.625 Drachmen, bitteschön. Oh, guckt euch an, was wir an Geld verloren haben. Aber bei der letzten Episode spielt das, glaube ich, keine große Rolle mehr. Ja, Theben liebt uns, das ist sehr schön. So, kommt Perseus. Macht dem mal hier ein Ende mit dem Kraken. Ich bin Perseus, niemand kann mich aufhalten. Gott sei Dank. Perseus ist da. Ja, zerstört nochmal hier der Kraken unsere Fischerhäfen. Es dauert leider jetzt noch ein bisschen, bis er endlich hier ist. Aber wir können hier schon mal die Piere wieder aufbauen. Oh, wir kriegen Weizengeschenk von Sidon. Vielen Dank. So, dann Memphis hatten wir hier. Na, wieder drehen. Und wir hatten Theben und natürlich Karthager. So, dann können wir hier schon mal das wieder einstellen, dass wir Rüstung verkaufen. Und auch Wolle. Hier kaufen wir natürlich Weizen ein. Rüstungen werden verkauft. Ja, da ist Perseus, macht sich auf den Weg zu seiner Heldenhalle.
Und jetzt macht er sich auf den Weg, den Kraken zu zerstören. So, dann können wir hier wieder unsere Fischerhäfen aufbauen. Mal wieder. Ach nee, jetzt komm. Ist aber gut. Sie haben mich zu ihrem Feind gemacht. Und jetzt mache ich die See zu ihrem Feind. Ja, Poseidon, mit Zeus an unserer Seite hast du keine Chance. Da ist er wieder. Gut, das Spiel kennen wir ja. So, und mittlerweile ist auch Perseus angelangt und kann jetzt den Kraken ins Jenseits befördern. Gott sei Dank, in der Zeit bauen wir unsere Piere wieder auf. Wunderbar. So, das hätten wir jetzt erledigt. Das hat jetzt echt noch ziemlich lang gedauert. So, und dann kaufen wir jetzt hier noch, nein, Fisch kaufen wir noch ein. So, die Triremhäfen bauen wir auch noch auf, aber wir lassen jetzt die Triremhäfen ohne Mitarbeiter. Das ist jetzt nur der Vollständigkeit halber. So, das Stadtbild ist wiederhergestellt. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Okay, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, es ist Zeit, dass wir dieses Abenteuer abschließen. Wir schicken Odysseus auf den Quest, die Waffe abzufeuern. Ja, Odysseus aussuchen und losschicken. In der Zeit schauen wir uns Mykene das letzte Mal nochmal an. Hier begann unsere Entwicklung mit diesem Wohngebiet hier. Wir haben angefangen mit Fisch und auch später mit Käse unsere Bevölkerung zu ernähren. Wir haben dann als erstes das Heiligtum des Hephaistos errichtet, haben hier unsere Bronze hergestellt, sowie Waffen und Skulpturen. Ja, den Stadtpalast haben wir dann errichtet und natürlich das Stadion. Ja, ganz zu Anfang mussten wir schon ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen. Wir wurden ja zahlreich von den Atlantiden von Knossos aus her angegriffen. Hier produzieren wir Trauben und Oliven. Ja, und daraus machen wir unseren Wein und unser Olivenöl. Wir haben hier den Pferdehof. Im weiteren Verlauf haben wir hier das Heiligtum des Hermes errichtet und das zweite Wohngebiet. Ja, und Wolle produzieren wir hier auch mittlerweile. Im weiteren Spielverlauf haben wir das Heiligtum der Athene errichtet.
Ja, und ganz zum Schluss hier das Heiligtum für Zeus. Wir haben auch hier silbererzhaltiges Gestein, welches wir in unseren Münzereien zu Drachmen verarbeiten konnten. Aufgrund eines Erdbebens ist aber dieser Zugang hier zerstört worden, sodass ich meine Münzereien alle abgerissen habe. Ja, und nun warten wir darauf, dass Odysseus den Quest für Zeus löst und wir damit diese Episode und auch dieses Abenteuer abschließen können. Die Welt, wie wir sie kannten, existiert nicht mehr. Der wagemutige Odysseus folgte Zeus' Rat, stahl sich in die Stadt Kleitos, richtete die Waffe auf das Herz von Atlantis und löste sie aus. Während Odysseus noch von Atlantis floh, explodierte ein gewaltiger Feuerball auf dem Kontinent und brachte verheerende Erdbeben und Flutwellen über das Land. Als Odysseus wohlbehalten sein Schiff erreicht hatte, richtete er den Blick auf Atlantis. Er war sich nicht sicher, doch es schien, als würde es im Meer versinken. Die verheerenden Auswirkungen der Waffe beschränkten sich nicht auf den Kontinent Atlantis. Druckwellen der Explosion sprengten Atlantis vom Rest der Welt ab. Als die Druckwellen Thera erreichten, brach ein gigantischer Vulkan aus, der seit langer Zeit erloschen gewesen war. Die Eruption verdunkelte den Himmel mit Asche und Feuer. Thera wurde völlig zerstört. Griechenland erging es kaum besser, als die Druckwellen unsere Ufer erreichten. Viele Städte wurden durch Flutwellen zerstört. Ein großer Teil unserer Armee fiel den Katastrophen zum Opfer. Aber wir leben noch. Und bald wird es Zeit für die Griechen, den Neuanfang zu wagen. Unsere größten Abenteuer stehen uns noch bevor. Erfolgreich hat Odysseus den Quest des Zeus gelöst und die Waffe abgefeuert und somit Atlantis zerstört. Ja, und das Zeitalter der Griechen beginnt nun. Ja, schauen wir uns nochmal an, was man uns zum Schluss noch zu sagen hat. Und so fängst du wieder von vorne an. Vor vielen, vielen Jahren, bevor du den Widerstand gegen die Atlantiden begonnen hast, gehörtest du zu einer Handvoll Überlebender eines brutalen Angriffs der Atlantiden. Heute wie damals bist du einer von wenigen Verbliebenen, aber die Welt hat sich verändert. Mit Hilfe von Zeus und den Helden Griechenlands wurden die Atlantiden ein für alle Mal vernichtet. Langsam wird das versenkte und vom Krieg gebeutelte Land in alter Pracht und Herrlichkeit wieder aufgebaut. Die griechische Gesellschaft wird eine neue Blüte erleben. Und die wenigen vom Krieg verheerten Städte werden sich zu mächtigen und angesehenen Stadtstaaten aufschwingen, von denen man in Legenden erzählen wird. Das Zeitalter der Atlantiden ist zu Ende. Das Zeitalter der Griechen beginnt. Ja, erfolgreich haben wir das letzte Abenteuer des Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon abgeschlossen und beenden damit die große Zeus-Saga. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, diese Abenteuer zu spielen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den weiteren Let's Plays, die noch folgen, mit dabei seid. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.